bin hier auf einem illegalen Rave. Für dieses Gemeinschaftsgefühl machen wir unsere Partys. Das bedeutet, dass hier in jeder Sekunde die Polizei das alles beenden könnte. Aber einige Leute sagen, das sind einfach die besseren Partys. Ja, hier ist viel freier, die Leute sind viel lockerer. Und das werden wir mal rausfinden. Ich war von Anfang an da und werde bis zum bitteren Ende bleiben. Da hinten kriegt gerade jemand eine Anzeige. So, jetzt lerne ich die Leute kennen, die diesen illegalen Rave veranstalten. Also ich persönlich frage mich ja, wie kommt man überhaupt dazu und warum macht man das Ganze? Wir schauen mal. Ich muss mal zum Benny. Der ist da. Bist du Benny? Genau. Hallo. Hallöchen. Ha. Also Benny, ich habe ja jetzt versucht, schon 3-4 Mal bei eurem Rave mitzumachen. Wurde ja immer abgesagt. Was ist denn da los? Ja, leider können wir mit dem Wetter nichts beeinflussen. Ah, okay. Und wenn dann großer Regen vorhergesagt ist, dann können wir da natürlich auch nichts machen. Okay, verstehe. Für morgen ist Sonnenschein gemeldet. Noch. Benny rechnet mit etwa 200 Ravern. Er organisiert das Ganze mit seinen Freunden Johnny und Karl. Los ging alles mit einer Mini-Party im Park. Dann wurden die Events immer größer. Warum geht man denn da nicht einfach in den Club? Clubs in München sind ziemlich teuer. Und natürlich ist es auch so ein ganz anderes Gefühl, draußen in der Natur zu stehen und seine Sachen selber zu organisieren. Es hat so ein gewisses Gefühl von Freiheit. Wird schon. Ja. Kann nur schief gehen. Eben. Also von unserer Seite Oh Gott, jetzt stell mal vor. sollte alles klappen. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass wir nicht gestört werden zu früh. Ah ja, da bin ich mich gespannt. So. Polizei findet so einen illegalen Rave nicht. Mehr dazu morgen. Hallo. Hier? Ja, hier. Dann gehen wir mal Ist hin. das immer so schwer zu finden? Das ist der Sinn dahinter. Ja, das ist... Da vergrault er aber schon mal mindestens 20% eurer Kundschaft. Genau das ist unsere Rettung. Da wir dadurch niemanden mit Lärm belästigen. Näher an der Autobahn wohnen meistens kaum Leute. Okay. Da ist so viel Lärm, das schluckt unseren Partylärm. Und die Polizei kriegt im Idealfall nichts mit von der Party. Hier geht's rein. Hier. What? Gibt's da Brennnesseln? Oh, ich hätte... Nicht mehr. Herzlich hier? willkommen an unserer Location. Einen Fluss? An einer Flussgabelung sogar. An einer Flussgabelung. Alter, das hätte auch schief laufen können. Ja, das läuft gut. Willkommen. Hallo. Gut. Johnny, Augen auf. Also wenn ich noch nicht vorher spießig war, jetzt bin ich's. Aber tolles Waldstück mit 2 geplanten Dancefloors. Nur wie landet eigentlich der ganze Kram für den Rave hier? Der Transporter ist da. Kette im Wasser alle. Einmal Kette im Wasser, alle. Ist das geil, ey. Was ist denn da drin? Die Anlage. Wenn das Ding im Wasser landet. Ah, Katsching, Katsching. Naja, erstmal geht aber alles gut. Ich fühle mich so ein bisschen wie bei Wilde Kerle. Ich habe das Gefühl, gleich kommt irgendeiner von den Ochsenknechts hier raus und schreit mit dem Moped rum. Wilzen! Wilzen! Wir sind wilde Kerle und wir haben vor nix und niemanden Schiss. Hey, hey. Und warum kann man sowas nicht einfach anmelden? Weil das leider nicht möglich ist. Meistens braucht man für Open-Air-Veranstaltungen circa 3 Monate Vorfrist. Security brauchst du, Bauzäune, die das Gelände einschließen, damit es ein geschlossener Raum ist. Also insgesamt kommt man da locker auf ein paar tausend Euro, nur um das Ganze zu planen. Dann spielt einem einmal das Wetter nicht mit, dann hat man alles in Sand gesetzt im Endeffekt. Benny und Karl ist es wichtig, dass ihre Raves nicht kommerziell sind. Das Kollektiv wird auch von Clubveranstaltern gebucht für legale Partys. So können sie Events wie heute gegenfinanzieren. Vieles von dem, was ihr hier seht, haben sie sich irgendwo geliehen. Was sie daraus machen, beeindruckt mich dann schon. Also das haben die schon gut gemacht, finde ich. Aber ich hätte auch richtig Schiss, weil theoretisch kann jede Minute jetzt die Polizei kommen und dann ist Schluss mit lustig. Und dann hat man das alles hier umsonst aufgebockt. Was passiert eigentlich, wenn die Polizei kommt?
Meistens sagt sie, ja, Party beendet, wir müssen abbauen und alles aufräumen, was wir sonst natürlich auch machen. Aber die werden sich das danach wahrscheinlich noch mal kurz anschauen und dann, wenn man Glück hat, passt alles. Und was passiert, wenn man Pech hat, das werden wir heute Nacht noch erleben. Aber davon ahnt hier natürlich noch keiner was. Guck mal, hallo, hallo. Wichtig ist dem Kollektiv, dass es genug Aschenbecher und Mülltüten gibt. Sie wollen den Wald später sauber hinterlassen. Jetzt können die Party-People kommen. Informiert werden sie übrigens kurzfristig über einen WhatsApp-Verteiler. Ist die Bar schon geöffnet? Die ist schon geöffnet. Okay, was habt ihr denn? Bier und Limo bis jetzt. Und wie viel kostet mir jetzt der Spaß? Es ist auf Spendenbasis, also wie du magst. Wir empfehlen so 2 €. Ah, gut, okay, danke. Bitteschön, lass dir schmecken. Neue Getränke, neue Gäste, läuft alles über den Fluss. Normalerweise führt der Weg zu einer Party durch die Clubtür. Hier ist es anders und das ist nicht ganz ungefährlich. Damit schnell geholfen werden kann, wenn was schief geht, haben Benny und Karl ehrenamtliche Rettungssanitäter organisiert. Was kann denn da alles passieren eigentlich heute? Ich denke mal, dass nicht so viel passieren kann. Was passieren kann, ist mit dem Stroboskop, vielleicht ein Krampfanfall ausgelöst wird. Oder halt einfach in der Dunkelheit, dass man stolpert und sich im Fuß verletzt. Ich spieß jetzt wieder rum. Hinter uns ist ein Fluss. Das ist vielleicht bei ein paar Druffis oder Besowskis nicht so eine gute Idee. Hast du da ein Auge drauf? Auf jeden Fall. Aber falls es sein sollte, der Fluss ist nicht allzu tief. Wir haben ein Auge drauf auf jeden Fall, dass wir quasi relativ schnell agieren können, relativ schnell die Person da rausziehen können. Heute schaffen alle Partygäste unbeschadet und bei bester Stimmung den Weg durch den Fluss auf die Waldlichtung. Es ist jetzt kurz vor 12 und wenn wir einen normalen Club wären, dann müssten wir noch 3 Stunden warten, bis es abgeht. Sind illegale Raves also tatsächlich die besseren Partys? Finde ich schon, ja. Es ist halt was anderes. Du bist draußen, du hast diese geilen Lichter. Es war schon der Weg hierher so spannend, so das zu suchen und zu finden. Die Leute, die kennt man alle, die sind netter, man ist ja wie eine Familie und es kostet weniger. Ich habe hier noch nie eine Schlägerei gesehen oder irgendwas in die Richtung. Ja, hier ist viel freier, die Leute sind viel lockerer und ist chilliger. Und im Club ist halt oft so, dass es halt Stress gibt. Und was ist, wenn jetzt die Polizei kommt? Weiß ich nicht. So mein erster Rave, keine Ahnung. Also ich bin ja derartig positiv überrascht, dass ich sagen muss, wenn jetzt die Polizei kommen würde und hier alles runterfahren würde, wäre ich ganz traurig um die Stimmung. So, ab zu Dancefloor 2. Das ist mein Lieblingsbereich hier. Der Drache ist geil, der kleine Zaun hier. Aber neben der Polizei gibt es dann noch eine Sache, die diese schöne Party gefährden könnte. Ich habe nochmal auf den Wetterbericht geguckt. Der Regen soll jetzt schon um 3 kommen und ein bisschen länger anhalten. Wäre das Ich schlimm? habe vorhin auch mal auf die Wetterkarte geschaut. Bei mir steht erst ab 5, aber wir haben alles fürs erste regensicher gesichert. Okay. Und, zur Not müssen wir halt dann kurz den Strom ausmachen. Aber noch bleibt alles trocken, also Party on! Hier sind wenig Leute betrunken, aber der ein oder andere ist schon druff, wenn ich das mal sagen darf. Man munkelt, es wurden Polizeiwägen gesichtet und Gerüchten gehe ich ja gerne mal nach. Deswegen habe ich mich jetzt hier mal an den Eingang gestellt und schaue mich mal um. Da kommt doch jemand. Ist das etwa... Ah, nee, nur noch mehr Leute, die feiern wollen. Dann kann's also weitergehen. Wie zufrieden bist du? Die Stimmung ist ja mega. Ja, läuft doch gerade ganz gut, oder? Mega. Es fängt aber gerade an zu regnen ein bisschen, aber nicht schlimm. Ein paar Tröpfchen, das werden wir aushalten. Okay. Und, heikles Thema, hier haben mir einige erzählt, die sind unter 18. Wie macht man das als Veranstalter? An sich versuchen wir, dass niemand da ist. Wenn wir es mitkriegen, schicken wir sie eigentlich auch weg. Aber man kann natürlich bei öffentlichen Partys es nicht immer zu 100% vermeiden. Und genau das könnte heute noch zum Problem werden. Denn ich habe da über den Buschfunk was mitbekommen. Benny!
Benny! Ja. Ich habe gehört, dass eventuell, man munkelt vielleicht, dass Zivilpolizei auf der kleinen Brücke da ist. Ist das jetzt, was ist das jetzt? Das kann natürlich immer passieren. Also müssen wir schauen. Wir sind froh, dass sie bisher die Party noch nicht abgebrochen haben. Was kann denn im schlimmsten Fall passieren und denkst du darüber nach? Hier mein Geburtstag. Wir feiern seinen Geburtstag hier und ja, es kann natürlich immer was passieren. Wir schauen mal. Bist du da Dass nervös? es weiterläuft. Nö, einigermaßen entspannt. Okay. Ist ja auch nicht das erste Mal. Auf jeden Fall. Aber mein erstes Mal. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, dann schauen wir mal, wie es ausgeht. Aber auf jeden Fall, für dieses Gemeinschaftsgefühl machen wir unsere Partys. Ja, da können wir mal einmal rüberschwenken. 3:30. Die Party ist auf dem absoluten Höhepunkt. Und dann das. Ja, danke, Ari. Ja, da wollte ich jetzt gerade mal meine Jacke holen, weil das ein bisschen angefangen hat zu nieseln. Und jetzt kommen mir Herrschaften entgegen. Jetzt ist, glaube ich, Schluss mit lustig. Hei. Ja, warte, ich mach mal. Ich schließe mich mal an. Oh. Staffel, was geht? Alter, seid ihr krass. Aua. Die Polizei dreht direkt mal die Musik ab. Oh. So funktioniert das? Dann werden die Partygäste kontrolliert auf Alter und Drogen. Und das, ey, da hinten sind alle drauf, ey. Also, also die lassen hier anscheinend keinen mehr raus aus ihrem Kreis. Und ist jetzt Razzia? Wo ist denn der Benny? Ich finde ihn nicht, entdecke aber Karl bei der Polizei. Ach, da gehen wir mit. Ja. Ja, mein Geburtstag halt. Verantwortlich für seinen Geburtstag wird gefeiert. Genau, mein Geburtstag. Also der Karl ist wie ein Held in die Bresche gesprungen und hat gesagt, hallo, ich bin hier der Verantwortliche, mit wem darf ich denn reden? Hallo? Oh Gott, was denn jetzt? Gute Frage. Das werden wir jetzt gleich herausfinden. Ich meine, wir sind hier schön an meinem Geburtstag feiern und dann kommen die hier rein. Was ist das Beste, was passiert? Das Beste, was passiert, ist eine Verwarnung. Das Schlimmste, was passiert, ist das Zahlen des Polizeieinsatzes. Ernsthaft? Klar doch. Ach du Scheiße. Das könnte teuer werden, ja. Ach du Scheiße. Wie viel kostet denn so ein Einsatz? Werden wir im schlimmsten Fall gleich herausfinden. Ja. So ein Einsatz, wie hier aufgeboten ist, hatten wir noch nie. Genau. Okay, aber ist bis jetzt auch der beste nachgefeierte Geburtstag? Das hoffe ich doch, ja. Also, wir haben schön was gemacht für meinen Geburtstag, aber mal schauen, was jetzt auf mich zukommt. Oh Gott, ist das spannend. Also ich bin... Für mich auch, für mich auch. Ei. Und? Wie geht's dir? Ja, schade. Kann passieren. Okay. Was ist denn von Ihrer Seite her hier los? Ja, das ist hier eine nicht angemeldete Veranstaltung. Wir haben hier mehrere Verstöße und dementsprechend haben wir diese Veranstaltung hier aufgelöst. Und wie haben Sie davon erfahren? Durch eigene Erkenntnisse. Und was sind das denn hier für Verstoße? Sie sind ja schon einige Zeit da. Ihr Fahrzeug steht zumindest schon seit einiger Zeit da draußen. Also werden Sie auch hier sicherlich festgestellt haben, dass es sich hier um Betäubungsmittelverstöße handelt. Das heißt, dass Betäubungsmittel hier verkauft und konsumiert werden. Dass gaststättenrechtliche Erlaubnisse nicht eingehalten wurden, also keine Genehmigung eingeholt worden ist. Gewerberechtliche Erlaubnisse sind nicht da. Also dementsprechend sah ich mich dann gezwungen, diese Veranstaltung hier zu beenden. Da hinten kriegt gerade jemand eine Anzeige. Also das muss man wirklich sagen, das ist eine krass gut organisierte Party. Die Lichter waren großartig, die Musik war großartig, das Herzblut war großartig, die Stimmung war großartig. Aber das Ding ist halt eben nicht angemeldet und deswegen illegal und das ist gerade der Preis.
Und der ist mehr als nur das Ende der Party. Die Polizei notiert Verstöße gegen die Gaststättenverordnung, die Gewerbeordnung und das Jugendschutzgesetz. Ein Partygast wird angezeigt, weil er gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen hat. 2 Monate nach der Party erhält Karl einen Bußgeldbescheid über knapp 430 € als Strafe für den unerlaubten Alkoholausschank. Ob weitere Bußgelder drohen, ist aktuell noch offen. Also ich bin jetzt fix und fertig und gehe nach Hause, wenn es euch genauso geht. Dann könnt ihr hier mal ein Abo dalassen. Und hier gibt es eine Playlist von Sebastian und mir bei Spotify. Ganz legal. Kann man einfach raufklicken, kommt keine Polizei, alles cool. Muss man auch nicht viel vorbereiten. Ich gehe jetzt nach Hause. Gute Nacht. Oh Gott.